Freunde der gepflegten Motorradunterhaltung, herzlich willkommen auf Burning Feet Adventures. Heute gibt es für euch das 50.000 Kilometer Review-Video über den AXP Racing Unterfahrschutz. Ich hatte vor 2 Jahren schon mal ein 8.000 Kilometer Review verfasst. Ja, das Video verlinke ich dir gern oben rechts in der Ecke. Und wie du sicherlich erkannt hast, ist mein Skidplate das von der Euro 4 Tenere. Mittlerweile gibt es 2 weitere Versionen. Eine für die Euro 5 und eine für die gerade neu erschienene Tenere 700 World Raid. Da sich aber nur die Formen verändert haben, nicht aber das Material, trifft dieser Langzeittest größtenteils auch auf die neuen Versionen zu. Aktuell teste ich den Carbon-Unterfahrschutz von Carbon Fox und habe den AXP demontiert und grob gereinigt. Also die optimale Gelegenheit, dir die Kampfspuren der letzten 3 Jahre und ca. 30.000 Offroad-Kilometer zu zeigen. Wie du hier ganz gut sehen kannst, gibt es unzählige kleine Löcher von unzähligen Steinschlägen auf der Unterfahrseite vom AXP sowie einige tiefe Kratzer. Diese befinden sich auch auf der Umlenkung und auch auf dem Seitenständerschutz. Also es macht durchaus Sinn, dass diese Bereiche auch abgedeckt werden. Also falls du dich für einen Unterfahrschutz entscheiden solltest, achte darauf, dass diese Bereiche geschützt sind. Des Weiteren gibt es keine Risse oder Verformungen. Das Einzige, was man sehen kann, ist hier im Inneren, dass das Plastik an einer Stelle leicht geschmolzen ist. Das lag aber primär daran, dass ich im Baltikum auf einem großen Baumstamm aufgebockt bin und ja, da halt praktisch der Unterfahrschutz Kontakt mit dem heißen Auspuff hat und das Ganze halt weggeschmolzen ist. Aber das sehe ich jetzt nicht als Problem und das hat auch der Funktion überhaupt keinen Abbruch getan. In meinem 8.000 Kilometer Review hatte ich damals noch erwähnt, dass sich die Schrauben relativ weit ins Material reingearbeitet hatten und ich halt die Befürchtung hatte, dass das halt sich noch verschlimmert. Aber dem war nicht so. Also die Schrauben, die sich halt diese paar Millimeter da gesetzt hatten ins Plastik, sind genau in der Position geblieben. Ich musste da nichts nachschneiden, nichts irgendwie stärker festziehen, irgendwelche Unterlegscheiben verwenden, was auch immer. Also es funktioniert also auch nach 50.000 Kilometern. Von daher gibt es da grünes Licht und Entwarnung. Ein großer Pluspunkt für mich ist die Schutzwirkung vom AXP Unterfahrschutz. Die ist wirklich überragend, da zusätzlich die Umlenkung, der Seitenständersensor und die Wasserpumpe abgedeckt werden. In den 50.000 Kilometern hatte ich nie Probleme gehabt. Den Unterfahrschutz habe ich weitestgehend original gelassen und nur 2 Adaptionen vorgenommen. Durch mein Rallye-Fahrwerk liegt die Umlenkung jetzt tiefer. Ich musste daher den Unterfahrschutz an dieser Stelle mit der Heißluftpistole erwärmen und in die richtige Form bringen. Des Weiteren habe ich Schaumstoff und Vibrationswolle bei der Wasserpumpenabdeckung angebracht. Da liegt der AXP an, klappert sonst und trägt Material von der Wasserpumpenabdeckung ab. Bei der World Raid Version ist der Wasserpumpenschutz nicht mehr vorhanden. Rein theoretisch kannst du natürlich bei der E4 und der E5 Standardversion den Wasserpumpenschutz vom Unterfahrschutz absägen und stattdessen aus dem Zubehör, zum Beispiel von GP Racing, die den Wasserpumpenschutz montieren. Ja, kommen wir nochmal zur Offroad-Tauglichkeit, denn neben der Schutzwirkung sind für mich persönlich auch 2 andere Faktoren sehr wichtig. Nummer 1, die Geräuschentwicklung. Die Motorengeräusche werden durch den Unterfahrschutz nicht zu stark reflektiert. Für mich ein großer Pluspunkt. Und des Weiteren, durch das Plastikmaterial fällt der laute, hochfrequente Knall oder das Poltern von Ästen und Steinen größtenteils weg, was man natürlich im Vergleich zu Aluminiumunterfahrschützen sehr, sehr deutlich und prägnant wahrnehmen kann. Der zweite Faktor ist der Dreck. Zwar sammelt sich mehr Schlamm am Ölfilter und den Krümmerrohren, aber der Dreck, der im Inneren des Unterfahrschutzes liegt, wird effektiv nach außen befördert. In 50.000 Kilometern hatte sich der Raum zwischen Ölwanne und Unterfahrschutz nie mit Matsch zugesetzt. Also ein weiterer großer Pluspunkt. Kommen wir zum letzten Punkt, und zwar dem Punkt, was ich mir von AXP wünschen würde. Ja, mit ca. 220 € und nur 2,3 Kilogramm ist der Unterfahrschutz mein absoluter Preis-Leistungssieger. Dennoch ist der E4 Unterfahrschutz optisch keine Augenweide. Insbesondere die vordere rechte Ecke sieht aus, ja, als würde man damit die Passanten vom Fußweg abräumen wollen. Bei der E5 und der World Raid Version ist diese Kante verschwunden. Xavier von AXP Racing hat mir auf Anfrage mitgeteilt, dass für die in Anführungsstrichen alten E4 Modelle keine Updates mehr vorgenommen werden.
Ja, ich finde das super schade. Ich persönlich hätte mir gerne einen hochgezogenen Schutz wie bei der World auch an der E5 oder an der E4-Version gewünscht. Ja, was nicht ist, ist halt nicht. Genau, man kann es nicht ändern. Das war es soweit von meinem 50.000 Kilometer Review. Wenn du noch Fragen zum Unterfahrschutz hast, ich bestimmte Sachen ausgeklammert habe oder vergessen habe, dann schreib es einfach in die Kommentarfunktion. Ich versuche alle Anfragen und Kommentare zu beantworten. Ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, Freunde der gepflegten Motorradunterhaltung, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und zu liken. Bis zum nächsten Mal.